Ja, das wird aber sein. Sicher, oder? So früh schon? Regiotran, das wird schon sein. Was sagt der Herr Werner zum Start? Ja, gebückter Haltung, sage ich mal. Das ist Jan, ein leidenschaftlicher Architekt. Demütig vor dem Herrn. Ist ja so. Das ist Robert, noch so ein leidenschaftlicher Architekt. Schön lang. Und das bin ich, der Erzähler dieser Geschichte und kein Architekt. Keinen Menschen in meinem Leben getroffen, der mit 31 schon ein Testament geschrieben Ja, hat. nicht. Ja, nicht. Doch, ein Simon. Bis jetzt. Aber ihr müsst mir sagen, wenn ihr da was vorhabt. Was haben wir eigentlich vor? Mit dem Rucksack quer durch Rumänien bis ans Schwarze Meer. Moment mal, Rumänien? Was bitteschön ist Rumänien? Das ist Rumänien. Die Republik Rumänien liegt am Schwarzen Meer und grenzt an Moldawien, die Ukraine, Ungarn, Serbien und Bulgarien. Der bestimmende Gebirgszug sind die Karpaten, die einen Großteil der Fläche des Landes prägen. Mit knapp 240.000 Quadratkilometern und etwa 20 Millionen Einwohnern verfügt Rumänien über die neuntgrößte Fläche und die siebtgrößte Bevölkerung innerhalb der EU, dessen Mitglied Rumänien seit 2007 ist. Im selben Jahr wurde Sibiu zur Kulturhauptstadt Europas. In der Hauptstadt Bukarest leben etwa 2 Millionen Menschen. Der Großteil der Rumänen, 86,7%, ist römisch-orthodox. Die größten Minderheiten innerhalb Rumäniens sind Ungarn, Roma und Deutsche. Der Lieblingssport der Rumänen ist der Fußball. Eine traditionelle rumänische Sportart, Oina, hat Ähnlichkeiten mit Baseball. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Rumänien unter Druck der Sowjetunion eine kommunistische Nation. Die jahrzehntelange Herrschaft des Diktators Nicolae Ceausescu endete 1998 mit einem Aufstand und seiner Hinrichtung am Christtag. Der wohl berühmteste Rumäne neben Ceausescu ist Vlad Tepes, der Pfähler, oder besser bekannt unter dem Namen Dracula. Der Name des rumänischen Automobilherstellers Dacia, lateinisch für Dakien, bezeichnet eine ehemals römische Provinz auf rumänischem Gebiet. 27% der Fläche ist von Wäldern bedeckt, in denen unter anderem Luchse, Wölfe und die größte Braunbärenpopulation Europas außerhalb Russlands beheimatet ist. Die höchste Erhebung ist mit 2544 Metern der Moldoviano-Gipfel. Der mit 1075 Kilometer Länge größte Fluss innerhalb Rumäniens, die Donau, mündet in der World Heritage Site, dem Donaudelta. Die Flagge Rumäniens in ihrer heutigen Form wurde am 27. Dezember 1989 angenommen. Das ist schon. Das Rote Kreuz im weißen Viereck gibt es nicht. Es gibt nur diese Dinge. Also keine Nothüten. Die Trail Markings, also die Markierung der Wanderwege gibt es da, das sind die da. Wo ist das Dracula-Schloss jetzt? Da dran. Direkt da drin. Das ist Ja, halt irgendwie so da. Links davon. Was gehört zu dazu? Dann kann unserer Reise ja eigentlich nichts mehr im Wege stehen. Ja, wir hatten die Karten vergessen eigentlich, genau. Simon, wie war das? Wie war das mit den Tickets nochmal heute? Der Jan hat nicht dafür gesorgt, dass ich daran denke, dass ich die Tickets mitnehme. Eigentlich hätte ich ja wissen müssen, aufgrund der vorhergehenden Reisen, dass der Simon einen persönlichen Assistenten braucht. Der hat mich halt auf den Robert verlassen. Okay, ich habe die Zugtickets vergessen. Kann ja mal vorkommen. Mal wieder zurück, das ist schon mal gut, aber man jetzt ein bisschen teurer sein.
Ja, okay, das ist eh klar. Ich meine, das von Budapest weg, das müsste eigentlich eh das gleiche kosten. Nein, die Reservierung haben wir zahlen, ne? Auf der Karte ist das so. Ist da drin, ja. Das geht sicher was. Nummer 1 bestätigt. Transaktion 1,2 Milliarden Euro erledigt. Ihre Wagen 423. Okay, wir sind jetzt 300 so viel. Also da müssen wir noch ganz fahren. Also du hast in Amerika zu ihm gesagt, dass Listen ganz praktisch sind, oder was? Nichts gesagt, wer hat welche gemacht. Nein, ich bin angekommen in Amerika, also ich bin ja Ich nachgekommen. wollte noch, dass ich minutiös und Ja, genau. Also, dann hat mir der Jan seine Liste gezeigt für die nächsten 6 Wochen, Ja. wo wir wann sind und welche Uhrzeit wir wo wegfahren. So. Ja. Und das hat mich kurz ein bisschen hat mich dann gestresst, Gestresst? weil ich gedacht habe, okay, das wird jetzt irgendwie so freier Urlaub und wir fahren einfach schauen, gell, und so. Und dann, aber im Endeffekt war es dann gut, weil wir hatten einen Plan und ich habe halt so meine kleinen Sachen so reingebracht und im Endeffekt war dann das Beste draus geholt. So. Aber letztlich über die Jahre gesehen, habt ihr euch jetzt ja in eurer Beziehung ja doch ein bisschen angenähert. Ne? Genau. Кишкишин из автобуса, Eigentlich sollten wir jetzt bequem in unserem Schlafabteil liegen und in Sibiu aussteigen. Tja, nachdem irgendjemand die Karten vergessen hatte, haben wir nun keine Reservierung für die Schlafabteile dabei. Das bedeutet also erstmal Robert. kein Schlaf. Ich mache kein Foto, ich mache ein Video, das besteht aus Bewegung. Mitten in der Nacht werden wir aufgefordert, den Zug zu verlassen. So finden wir uns also jetzt hier am Start unserer Reise. Mitten in der Nacht auf irgendeinem Bahnsteig in einem Ort, den wir eigentlich nicht besuchen wollten. Und hoffen, dass hier irgendwann ein Anschlusszug kommt, der uns tatsächlich nach Sibiu bringt. Irgendwie landen wir in einem Zug, in dem sonst wohl Schäfer ihre Schafe transportieren. Zumindest riecht es hier so. Aber egal, das ist doch eigentlich genau das, was wir uns von dieser Reise erhoffen. Nämlich überrascht zu werden, loszulassen, neue Erfahrungen zu machen und diese so zu nehmen, wie sie kommen. Im Moment ist uns das aber ziemlich egal, denn wir hoffen nur, dass uns dieser Zug, der im Schneckentempo unterwegs ist, tatsächlich irgendwann mal nach Sibiu bringt. Und erstmal wollen wir sowieso nur ein bisschen schlafen.
reingehen, ha? Tourist Information. Ich würde gerne mal gehen, so die nächsten 20 Stunden. Irgendwas mit Time, Flying Time oder Staying Time oder? Die Burschen raus, okay? Zimmer ist Kamera. Wie spricht man das? Wie Kamera? Also wie Kamera. Ja, da wie die Kammer, ne? Das Dach ist ja Mit den überhaupt. Schwalben. Nein, von der Kirche, das ist ja durchgezogen nach voll. Ja. Das ist gar nicht mit dem Ja, Check-up. voll schön. Das Muster ist schön. Was ist das für ein Material? Weil das spiegelt so cool. Das ist Glasierte Biberschwanz-Ziegel. Biberschwanz-Ziegel. Das ist ein Biberschwanz-Ziegel. Vorne abgerundet steht also Glasur Biberschwanz. Da die Klotzen einschmieren. Was wie in Venedig. Was sagt der Jan zur Basis? Ich bin ganz basic. Jawohl. Ganz basic. Meine Herren, Mission Secret, Secret Garden. Viel Spaß. Aha, schau, er ist zugesperrt. Super Secret Mission. Die Altstadt haben sie komplett renoviert, gell? There are some days that look so bright. There are some days that seem so dark. How could you walk against the wind? How could you stop the earth go round? You never know which road to take. One never knows which way goes down. Will you get back once to the shore? Are you ready for the fight? Aber da waren wir auch schon bei der Basilika. Hey, gehen wir da. Gehen wir retour, gehen wir ein Bier trinken. Weißt, das ist einfach herrlich, wenn eine Gruppe funktioniert, wenn einstimmig beschlossen wird, wir gehen. Ticket. Soll ich dein Ticket nehmen oder Simon? Ticket? Ja, ja. Soll ich deins behalten? Ja, nimm du meines. Damit du es nicht vergessen Damit kannst. der Jan nicht wieder vergisst. Wie dieser Begriff Stil einfach völlig irreführend teilweise verwendet wird. Doch, das ist gerade weil sie sehr, ja, aber dann dürfen sie eigentlich nicht, sie nähern sich einem Stil insofern für sich selber so stark an, weil sie immer genau gleiche Elemente verwenden. Die Architektur hat ja nichts mit einem Stilelementen was zu tun, sondern das ist eine Denkweise. Die Leute, Ich verwende aber in Architektur ganz bewusst Stilelemente. das ist Schwuchs. Habe ich noch nie einem Studenten gesagt, würde ich ja nie sagen, aber ich sage es jetzt. Weil ich erhebe das jetzt zum Stil. So einen kleinen Stil, der nur, dass es eigentlich jetzt darum geht, dass du sagst, du erwartest, dass Menschen, die damit zu tun haben, sich damit auseinandersetzen und ihn richtig verwenden. Aber im gleichen Atemzug müsstest du dir eingestehen, also das impliziert für mich, by the way, dass ja du dich auch damit beschäftigt hast und auseinandergesetzt hast. Aber trotzdem könnte es passieren, dass du ihn falsch verwendest. Für mich als Architekt, der sich mit Ästhetik beschäftigt, wir sind Experten und wir reden halt anders. Ja, für dich ist der Begriff Stil und die Verwendung des Begriffs Stiles etwas sehr, sehr Hochwertiges, was mit sehr, sehr viel Auseinandersetzung zu tun hat. Und Das stimmt wieder nicht, weil es ist nichts Stil, nichts Hochwertiges. Ich bin so gespannt auf das Nachschauen, weil mir würde es nicht einmal wundern, wenn im Duden oder im Brockhaus selbst Stil und Ästhetik in einer Definition nicht genannt werden. Ich habe mein Leben lang noch nie eine ernsthafte Diskussion geführt. Doch, gerade vorhin. Angefangen hat. Wegen Stil.
oder was? Ja, Ja, das ist schon ernst. das hat dich schon ziemlich genervt, ne? Aber, Ja, schon das voll. ist so, das Aber sind so warum? Dinge, die mich wirklich anziehen. Do you want accommodation? You speak English? Yes. I have 30 minutes here. Ah, cool. We will see, we can call you, huh? Auf die Suche nach der Touristinfo. Ja, es steht da. Da steht aber auch Touristinfo. Die Tourist-Info ist jetzt mal nicht so wichtig. Schon wieder lachen. Suchen wir erstmal ein Café. Ja, sicher. Da lässt es sich besser planen. Wir beschließen, den Weißen Turm zu besichtigen. Dieser Turm steht auf einem Hügel, der nicht besonders hoch ist. Also sicher eine leichte Übung für uns. Moment, dass ein Licht gibt. Soll man einen Rucksack unten lassen? Das ist eh nicht so weit. Nein, die Stiegen gehen schon bis unten. Ich fahr wieder nach Bahn. Sehen es aus. Verdammt, erst auf halber Höhe. Der Energiegel will uns wieder zeigen, wie gut er drauf ist. Simon, wie geht's dir so? Puh, und wir wollen tatsächlich die Karpaten überqueren. Schnaufen, gell? Ja. Die zwei fertigen. Ne? So, weiter. Los mit euch! Ja, wir haben den Gipfel der Karpaten erreicht. Jawohl! Das ist unglaublich. Hier haben wir kein Glück. Der Turm ist leider geschlossen und die ganze Mühe umsonst. Das ist so eine Chance. Naja, zumindest der Ausblick ist toll. Gut, dann auf zum nächsten Ziel. Die Kirchenburg Tatlau in Preschmir. It's a church. Hast du? Hast du die Karten? Huh? Do you need some help? Yes, please. What you looking for? We want to go to Tatlau. It's a church. The Black Church? Black No, not here. It's far. It's 18 minutes away from here about. Do you have a picture or something? Yes. Oh, Tatlau. This church. Freshman. Why? Sambar. Is there a bus from here? Yes, it's a bus from here, but not from this place. Okay, from the. It's from the railway station. Da wir den Bus zur Kirchenburg nicht mehr erwischen, helfen uns zwei Einheimische, ein Taxi zu organisieren, das uns direkt dorthin bringt. When you reach Preschmer, then ask for Tatlau. Okay. What can I say? This region of Romania, of Transylvania, is full of this type of churches. Warte, ich habe einen 100er. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es möglich sei, in den Kirchenburgen zu übernachten. Zumindest in einigen davon. Da ist schon zu. Tja, hier wohl nicht. Da musst du mal reinkommen jetzt. Das kommt schon gut an. Ja, wir sehen Tatlau leider nur von außen. Die erhoffte Übernachtungsmöglichkeit in der Kirchenburg fällt leider flach. Der Farmer-Tier ist auch nicht da zum Schlafen, oder? Nein, nicht wirklich. Wir können nach Bahn fahren im Schloss. Im Schloss übernachten in Dracula. And the railway station is in which direction? The railroad station? Yeah. The train station is in that part, but it's almost 3 kilometers. Okay. And do you know if there are any trains going to Brasov right now? Or right now,
I don't think so. Thank you so much. Have a nice day. I hope you like your Yo, great up to now. Bye. Wir kommen also heute nicht mehr zurück nach Brasov. Das heißt wohl, wir müssen uns hier nach einer Unterkunft umsehen. Ja, und notfalls haben wir auch noch unsere Zelte und Schlafsäcke dabei. Bauvorschriften nicht eingehalten. Ja, 19 Kasare, Single, 100 Leih. Also Einzelzimmer, schaut aber nett aus. Ziemlich. I don't have rooms tonight. You don't have any rooms? It's full. Oh, okay. So, gehen wir wieder. Ja, Aber schwitzen wir ein bisschen? schwitzt ein bisschen, ja, die Sonnencreme, Ja, natürlich, sonst nichts. sonst nichts. We're searching for 3 beds for tonight. Yes? Bitte, super. Das ist der beste Käse. Das ist normaler Gouda, aber weißt du, ob die den schon so in der Konsistenz gegessen haben? Mich wundert's. Das heißt, den kann man einfach so einen Rucksack mitnehmen und der wird nicht schlecht. Ja, sicher wird der immer schlecht, wenn du ihn offen hast. Nur solange zu ist, nicht so leicht, aber wenn du den jetzt, weiß ich nicht, eine Woche mit dir rumschleppst, Ja, dann aber- irgendwann auch mal ankommt zu schimmeln, ne? Aber 2-3 Tage kannst du schon fühlen. Ich habe halt gedacht, hoffentlich ist der niemand nackt rumgesessen oder so. Das ist im Kopf schon. Kaufst du es nicht? Also das Schmutzigste, was ich bis jetzt dazu und plus noch Video. Ihr merkt schon, ob es ein Licht oder? Ich bin ja nicht nur der Einzige. Nein. Was machst du jetzt immer? Kaffee kochen. Danke, der Kaffee ist schön. Ja. So ein Morgenkaffee ist schon was besonders Gutes. Gib uns mal was, so eine kleine Morgengeschichte. Ja, das schon. Man muss sagen, das Messer hat 7 Euro gekostet. Stimmt ja gar nicht, 8,90 €. Okay, 8,90 Ja, Euro. Entschuldige. Es ist, Also bei 7 Euro wäre es nämlich echt ein billiges Messer gewesen. 20% oder was das mehr kostet. Eben, das hat Qualität. Lassen wir es wieder verschwinden. Weg. I have a friend. He stay in Wels. It's near my hometown. It's 2 minutes from there. Have you been in Austria? Yeah. I have the problem with the car in Austria. Really? You fixed it yourself, huh? Yeah. Deutsch problem with the car. Was it? But for me, no problem. And you have a party cellar down there, or is it? Yeah, come and show you. Okay. Sounds great. Time we come here. Come back. Thanks a lot. Thank you. Thank you. Außen dieser Ring, der einerseits Lager ist und in der Mitte das Zentrum natürlich das Weidel. Ne? Eben. Und innen drin hast du also auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Ne? Da ist nur irgendwie Lagerräume oder was diese Ja. Das ganze Getreide oder was für ist eingelagert und wenn da kommen ist, haben sie es einbunkern können. Und wie diese Stiegen da. Das ist genial, oder? Deshalb machst du heute einen riesen Aufwand, dass du das architektonisch wieder hinbringst, diese Fassadenbegehung. Aha. Allein die Belichtungsschlitze, gell? Das ist so Hammer. Was auch so cool ist, das hört nie auf. Mhm. Ja, das ist schon Endlosschleife. Da ist die Todesorgel. Ja.
vorbei. Nein, ich denke mir, dass es irgendwas damit zu tun hat, dass da was drin liegt und dass das irgendwie durchs Drehen, weil das, so ist es ja fast zu, dass da irgendwie was abgefeuert worden ist dann vielleicht, aber... Ja, das nehmen wir zur Sicherheit. Der hat sicherlich geschaut. Am Wohnbau machen, wie geil ist das? Oh, das ist schon genial. Okay, jetzt aber los. Na, da ist sicher Zugstrecke in Plan. Also da würde ich mich wetten dran jetzt. Wir wetten mal. Wir wetten mal. Ja, passt. Die schwarze ist die Zugstrecke. Sind wir da einig, dass das die Zugstrecke ist? Da ist Rajow, da ist Bran, nach Bran fährt der Zug. Ja, okay, aber nach Nach Scharnesti. Rajow oder nach Scharnesti, aber da ist wahrscheinlich Rajow gescheiter, weil da ist die größere Straße, dass ein Bus fährt. Aber es fährt der Bus direkt von Rajow nach Bran. Ja, okay, aber wir müssen jetzt mit dem Zug fahren, oder? Wieso? Deswegen frage ich, wo wollt ihr hin? Warum fahren wir nicht gleich mit dem Bus? Wenn es einen Bus von Brașov nach Bran gibt. Wie immer hat er recht. Wir sitzen in einem alten Postbus aus unserer Heimat. Sogar ein altes deutschsprachiges Werbeplakat hängt hier noch. Jetzt schauen wir noch mal unseren Bus an aus Salzburg. Er fährt über hohe Dauern. Hinten steht sogar noch oben drauf. Dauernautobahn. Doch, Brașov. Okay. Welcome to Bran. Das ist ein wunderschöner Ort da. Ja. Könnt ihr fast anspeiben. Ah, und da ist Dracula. Ja, dreimal Studenten. ID-Card. Also keine mit. Man kann auch Das ist schon ein super Blick so rauf. Draculas Schloss ist so wunderschön, romantisch und beeindruckend. Selbst gesprächigere Leute schweigen hier. Dracula bzw. Graf Tepes der Pfähler hat sich hier sowieso, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit als Gast aufgehalten. Die Verbindung zu Törzburg ist reine Fantasie und entstand unter Staatspräsident Ceausescu, um den Tourismus anzukurbeln. Apropos Tourismus. Der Markt von Bran unterhalb vom Schloss ist wirklich das einzig Furchtbare hier. Zum Beispiel ein Fuchs. Habt ihr schon mal einen Fuchs gesehen, was fällt? Das ist ja echt der Wahnsinn. Das ist der Schlüssel drin. Dann kannst du aufstellen. Genial. 45 Lei. Seid süß, ihr zwei. Morgen verlassen wir diesen, wie soll ich sagen, spannenden Ort und starten unsere Wanderung über die Karpaten. Das letzte Mal in einem guten Bett schlafen. Naja, für 2-3 Tage, das wird wohl zu schaffen sein. Wie ist die Befindlichkeit? Jan ist topfit, natürlich, ist schon relativ schnell unterwegs. Die Augen zeigt er uns nicht. Zelt, Schlafsack, Nahrung und Wasser und ganz wichtig unsere Bärenglocke. Ich hoffe, wir haben alles dabei. Rumänien. Ortschaft Simon. Wunderschön. Schöne Fensterdetails. Ein neuer Typus vom Haus.
Jeder von uns hat in etwa 26 Kilo zu schleppen. Zumindest beim Wasser können wir etwas Gewicht einsparen. Weil ich glaube, dass wir sicher alle so 5 Kilo weniger Das glaube ich auch. Mit Sicherheit sogar. Und wenn du dann noch die Ausrüstung entsprechend kaufst, ich meine, das Zelt, was ich gekauft habe, war halt günstiger, aber es hätte das hat 1,6 Kilo und es hat eins gegeben um 900 Gramm. Das hätte halt dann statt 100 Euro 260 oder was kostet. Ne? Und wenn du das natürlich investierst, ist es auch wieder gleich über ein halbes Kilo. Schlafsack geht bei mir noch einiges, weil da habe ich keinen besonders guten. Und dann klar, Klamotten und vor allem der Rest. Ne? Das macht, glaube ich, schon viel aus, wenn du das optimierst. This is for me. Haben wir schon was gemacht heute? Feldweg ist der dicke, Erdweg ist der Mittelding, Steg ist der ganz dünne. So Ah ist ja. es gemeint. Das ist ein Steg. Das ist ja Steg wird halt ein aber ein schmaler Steig. Schau, wo ist es? ein Stück entfernt. Karten nochmal, ne? Startpunkt, Rahn, Schloss, da rot. Pension Ja, Armer. der Durchgang, da sind wir jetzt. Und da wollen wir noch hin irgendwo. Ja, jetzt müssen wir nicht den Bärenblock aktivieren, ne? Das ist gefährlich jetzt. Das Wandern. Ja, da kann man Die Bärenglocke ist schon aktiviert, sehr schön. Es kann nichts mehr schief gehen. Auf geht's in die Karpaten. Jawohl, Jungs. Karpaten. Auf wie geht's? Auf wie geht's, auf wie geht's. Karpatis. Karpaten. Ja. Jan ist schon wieder kilometerweit vorne. Da sieht man schon die Hierarchie in der Gruppe. Im Bran war der Herr Wendler noch der Chef. Ich war der Staatssekretär. Simon, der Jan war das Kind. Exekutor, genau. Exekutor. Jetzt ist der Jan unser Leader. Ist vom Exekutor zum Leader aufgestiegen. Man sieht, dass es nach wie vor viel zu viel Energien gibt. Man kann noch sprechen, denken. Kamera halten, ja. Janu, ja. Rosso Janu. Easy geht's noch und dann. Finden wir irgendwo Platz beim Park unten oder so. Dann noch gleich da. Ich meine, wir sind ja jetzt die Typen, die glauben, wir sind schon sehr weit, ne, und würden jetzt die Zeit vertrödeln. Einfach so. Ein bisschen mit Pause machen. Ja, so ein bisschen grillen. Ja, grillen. Napseln. Ein bisschen planschen im Fluss. Der Flussstaudamm bauen. Der Flussstaudamm bauen, genau. Und wir hätten immer noch das Gefühl, dass wir rechtzeitig raufkommen würden. Voll. Deswegen haben wir einen Chefe, ne? Chefe. Boss. Bosso. Rosso Janu. Bosso. Bossos, Kleinen, ne? Den kleinen. Sekretär, Exekutor. Was machst denn du da, Robert? Ich muss das versorgen alles. Damit alles wirklich sehr, sehr schön Schau, ich habe ausschaut, den ja? Rucksack gekriegt von jemandem, der sehr ordnungsliebend ist. Und der hat zu mir gesagt, ich muss das immer tapen, weil das ist sein Rucksack. Aha. Und das mache ich jetzt. Das ist perfekt gepackt. Ja. Aber es ist schon auch dein Style, oder? Nein, es hat mit meinem Style sehr wenig zu tun. Tut mir Wirklich? leid, ja. Bist du eher unordentlich? Nein, ich bin so ordentlich. Ja, dann ist das ja dein Style, oder? Wenn man das als Style bezeichnen will, schon, ja. Ja, wir haben nicht Sie gesagt, sondern Style. Ja. Was ja ein Unterschied ist, gell?
siehst nicht viel Unterschied zwischen Style und Stil. Nicht? Naja. Außer dass es eine andere Sprache ist. Naja, Style wird schon anders gebraucht als Stil. In unserer Sprache meinst du? Ja. Kann sein. Ich spüre meinen Rucksack nicht nach. Okay, wir geben Robert unseren. Nicht viel besser. Ja, nur ganz so wie er es gezeigt hat, habe ich es noch nie hingekriegt, weil der hat oben wirklich dann ganz übertrieben hochstehen lassen, ganz locker gemacht und das war da oben gar nicht mehr fest. Das kriege ich auch nicht hin. Wenn du da ordentlich zumachst, Ja, das sieht schon viel. Ich habe mir auch ziemlich eng da unten, aber dann muss da oben gar nicht mehr so eng sein. irgendwie hängt dir da alles im Kopf und knackt, weil du den Deckel nicht zugemacht hast. Aber den Deckel nicht zugemacht, was ist denn passiert? Ja. Halt, gib mir die Kamera und halte das. Simon, was ist denn mit dir? Das ist so komisch Quatsch. Hast du vergessen, den Rucksack zu machen? Hat aber witzig So ausgeschaut. Simon. Wie weggegangen du. Und dein Gurt ist, dein Tragegurt ist auch voll verdreht, aber ist ja wurscht. Ne? Andersrum aus dann so rum, ja. Jetzt ist der Höhensprung eh vorbei. So, jetzt sieht man wieder mal Chefe schon oben. Chefe, Sekretär kaputt und Kameramann Exekutor, Schweizer. Da heißt Schritt, Atemzug, Besenstrich. Schinden, richtig schinden. Jetzt tippt ein Limo schon an jetzt, gell? Habe ich eigentlich schon erwähnt, wie sehr ich ihn manchmal hasse? Puh. Schön langsam wird es echt ein bisschen mühsam. Und unser Bosso hat noch lange nicht genug. Das gibt's doch nicht. Jetzt wird auch noch das Wasser knapp. Und da wird wahrscheinlich das letzte Mal Wasser sein, schätze ich mal. Was? Gut. Notfalls das verdreckte Wasser abkochen. Geht auch. Noch jemand der Mauern? Jeremy. Second one. Second one. No, andere. Das sind ja die sauer. Die Kuh starrt uns an. Zeit aufzubrechen. Bis jetzt haben wir noch keine Bären gesehen. Wir sind aber auch super vorbereitet. Keine Zeichen und Fährten bleiben uns verborgen. Ausstreckt die Pranken sind nämlich das schon die Kratzspuren. Ja, so viel mehr wird das nicht sein. Ja, bis zum Kopf, aber wenn er die Füße ausstreckt, viel mehr als 3 Meter wird das eh nicht sein. Aber warum soll das ein Bär machen? Krallen werfen. Kommt da jetzt ganz ein wichtiger Punkt an unserer Reise. Simon schaut noch ein bisschen skeptisch. Ich schnaufe ein bisschen. So. Und jetzt schauen wir da mal, was da noch kommt. Schau. Jetzt sehen wir schon einen Pfad. Ladies and Gentlemen, the 3 Fossi Bears from Austria.
Romanian Crazy Trip. Oh, oh. Ja, es waren bis jetzt läppische 900 Höhenmeter. Ein bisschen schwach für so junge Burschen. Dafür haben wir super Aussicht. Super. Du, weil ja direkt in den Pass die selber tun jetzt nicht aufschlagen. Da weiß man nicht, was gescheit ist. Das tun halt dann nur wirklich nur Städter. Wir erreichen den Pass auf einer Höhe von knapp 2000 Metern. Naja, Jan hat ihn erreicht. Ich habe noch einiges vor mir. Der Jan genießt schon. Wahrscheinlich hat er eine Bärin gefunden. Habe ich eigentlich schon einmal erwähnt, wie sehr? Gut, lassen wir das. Natürlich übernachten wir direkt am Pass. Klar, aber hey, es ist doch wunderschön hier. Ich bin fertig für heute. Endlich was zu essen. Das denken sich wohl auch andere. Wenn sich nicht ein anderer von hinten anschleicht, dann... Ja, der zweite ist weg. Das Essen lockt unerwartete Gäste an. Und essen weiter, ganz normal. Naja, solange es nur Hirtenhunde und keine hungrigen Bären sind, nach einem unglaublichen Nudel-Dosen-Chili-con-Carne-Mix geht es erschöpft und zufrieden ins Bett. Oder in den Schlafsack. Gute Nacht jetzt. Bin echt K.O. Irgendwie ist es verdammt kalt hier. Ich hätte doch einen wärmeren Schlafsack mitnehmen sollen. So, jetzt geht es besser. Da war doch noch was. Jan hat auf einmal das Gefühl, Bären würden kommen. Er will mitten in der Nacht alles zusammenpacken und eine Schutzhütte suchen. Ja klar, Jan. Gute Nacht. Jetzt aber echt. Na Jan, Was Roger? alles Roger, alles unter Kontrolle. Sie gehorchen. Die Schafe, die Untertanen, die Sherpa. Ein bisschen langsam sind sie, gell, die Sherpa. Das ist immer das. Ich bin heute, trotz Schlafmangels, voll motiviert. Denn heute erwartet uns ein schöner, einsamer See inmitten von wilder, unberührter Natur. Zumindest ist es das, was ich erwarte. Tja, das ist dann wohl eine Frage der Perspektive. Wir landen hier in einem völlig überlaufenen Naherholungsgebiet. Bis zu der Hütte Wohlbüschi soll jetzt 2,5 Stunden sein.
Der Tourismus in Rumänien boomt. Boah, alles unberührte Natur. Etwas viel Verkehr für meinen Geschmack. Ja, aber wir haben schon ein ganzes Stück. Ah, da kommt jetzt ein Jeep. Dann können wir auch gleich per Anhalter weiter. Was wäre das für ein Hatscher jetzt? Ja? Recht cool, dann können wir dann echt noch filmen ein bisschen. Und der See. Ein romantischer See. Etwas viel Zivilisation in der Wildnis. Trotzdem bin ich froh, dass wir nicht so viel gehen müssen. Und den Architekten gefällt's hier sowieso. Spätestens, nachdem sie die Staumauer entdeckt haben. Stilvoll gestaltet. Aber hat Style, ne? Wie wir sagen. Aber jetzt erstmal zum Planschen. Hunger haben wir, gehen wir in die Hütten und Schweinsbraten. Ist so ausgefressen. Nee. Scheiß da, ganze Camping-Scheiß, ist mal was Gescheites. So eine Staumauer hat schon was, ne? Ja, Sauberer Strich, gell? ja, dass die ganze Natur da mal fasst einfach. Weißt du? Weil einfach der Mensch einmal sagt, ja, schau her, da ist ein Schnitt. Wunderschön. Alles folgt dieser fast extrem gerade. Ich finde die Leuchten auch ganz spannend, so vom Design her. Dieser blaue Stängel und dann ganz zart dieser Pusteblume, gell? Das hat das jetzt. Blume im Wind der Natur. Na, aber der Mensch, da wird die Kunst des Menschen interpretiert. Was der Mensch als Pusteblume der Natur. Er versucht eine Zäsur zu setzen und wird zur Pusteblume der Natur. Pusteblume. Der Archetyp der Pusteblume. Wie die chinesische Mauer, qualitativ. Gefällt mir das ein bisschen länger, monumentaler. Dieser Stein. Ah, das ist ja zu wenig monumental, deswegen. Auch. Die Hütte ist voll und wir müssen draußen bleiben. Und heute warte ich ständig darauf, dass uns ein Bär besuchen kommt. Essen gehen und dann zusammenpacken. Sollen wir das mal aufessen da, das Ding da? Simon? So Simon, weiter geht's. Wir passieren jetzt das Highlight der Reise, der Damm. Heute haben wir die letzte Etappe unserer Wanderung vor uns. Absolut geil. Nämlich wie dieser Strich noch horizontal rüber geht und dann hinten dieses Tor. Simon, was sagst du jetzt zur Staumauer? Wunderschön. Wunderschön. Ein beeindruckendes Naturschauspiel. Ja, da müssen wir auf. Das ist überschaubar, oder? Auf. Ja, das geht jetzt so und dann gehen wir so schräg da zurück. Ja sicher, es ist ja auch schon noch auf der Karte von der Wegstrecke her ein relativ langes Stück.
Aber das motiviert mich eigentlich. Nüsse hätte ich auch eine ganze Sache. Die Nüsse später mal essen. Weil das ist ja so einer, wie die Dinger hat. Ja. Oder wir teilen uns den. Wie du magst, das ist schon einfach. Das ist, glaube ich, so einer, wie der Robert da hat. Aber die haben genau dieselbe Power wie die. Aha. Oder fast. Ja, die ist den auch gerne. Okay. Danke. Sehr gerne. Ja, gut, den glaube ich. Ah, das schaut lecker aus. Ah, und das Gefühl ist so geil, wenn man weiß, man hat Wasser. Wir bekommen ein verlockendes Angebot, auf einem Pickup mitzufahren. Pah, natürlich lehnen wir dieses Angebot ab. Wir sind ja schließlich hier, um unsere Grenzen kennenzulernen. Ist das geil, ha? Cool, ha? Ja, da lebst du das in der Reihe. Das ist schon angenehm mit Jeep. Ja, also ich muss ehrlich sagen, gell, ich kann dem schon was abgewinnen. Man, das Gehen ist nett, gell? Das ist okay. Aber wie lässig ist das? Der Jan ist wieder ganz abgebrüht. Ja, da habe ich ja keinen Platz und will auch davon stehen. Müssen wir da drauf? Ja, wir müssen da rechts rüber. Also vielleicht sind wir ein bisschen höher als beim ersten Pass, das kann schon sein. Aber irgendwas mit 1900 sind wir halt. Das ist Sinaia. Das ist der Ausläufer von Sinaia, das müsste der untere Teil sein, der da. Komm, jetzt gib mir 2000 Höhenmeter, sonst Jo. müssen wir da Sagen wir halt. gehen. Knapp 2000 Menschen sein. Entweder du 2000. sagst jetzt, wir sind auf 2000. Na, sag jetzt, dass wir auf 2000 sind. Ja, sind wir. Okay, Wasser sagt, wir sind auf 2000. Ja! Ja! Wir haben es geschafft! Wow. Heidi, heidi! 2000! Ja, danke, ich hab die auch lieb. Also das Spinnennest bei dir im Rucksack, ha? Schau, da unten drin ist auch schon eine. Ja, bei dem süßen Zeug. Die Burger! Bitschka, die Materina! Hast du das gefilmt jetzt? Man sieht jetzt, wie in Herr der Ringe, Der König der Löwen. da vermischen wir jetzt ein bisschen was. Drückt er runter, der Simba. Da muss man schon sagen, dass der Fortschritt echt was Geiles ist, oder? Heute schon. Yes, on the way. On the way down. Downhill. Wenn wir das noch hätten hatschen müssen, schauen wir, wie tief das Zu dann deppert, unten ja. liegt. Da hätten Also, wir eigentlich eine Höhe Da hätte man klug. bauen müssen. Ah, das wäre nicht mehr so viel gewesen. Echt. Da rum. Das ist eine schöne Passstraße, ja? Mhm, die ist ordentlich. Das ist asphaltiert, da gibt es gar nichts. Das ist schon genial, wie die Häuser da oben stehen, oder? Fasziniert das noch nie, oder? Schau dir das bitte an. Ja. Was ist? Freut mich, dass es dir so gut gefällt. Der Kleinod. Hoppala. Können wir einfach nur schnell eine Unterkunft suchen?
Schaut so richtig herrlich aus. Schaut, dass man euch nicht riechen kann. Noch. Das ist schön. Die noch nicht gesehen hat bisher. Aber das kann man ändern. Ja, aber es schaut eh ganz gut aus. Bist du auch wirklich, der du Das sieht man nicht. hältst du noch zu? Was trägt denn? Ja, das hält das Bild zu, damit man nicht sieht, ob er die ist. Der ist aber schon schön rasiert, gell? Ja, das ist Ja, jetzt nicht so schon ganz. länger nicht Boah, rasiert, das ja. sind die Bartstoppen, das ist aber nicht Das schön. schaut schon ein bisschen hetzig Ja. aus, gell? Siehst du, ist wieder ganz charmig. Weg. Und man beachte ja sein Ja, es ist. imprägniertes Diesel-Logo, was jetzt nach außen gewaschen wurde durch den Schweiß. Ich will nicht mehr schwitzen, halt. Das ist so untermenschlich. Das ist ja geil, die Trägerabdrücke. Träger. Das war mir, ich würde sagen, das war mir ein Diesel-Shirt. Das Hemd habe ich schon ein bisschen verpasst. Schaut auch nicht mehr ganz neu aus. Das sieht auch witzig aus. Der komisch aus. Ich habe Mut zur Lücke bewiesen und gleich ein Hinniges angezogen. Ja, das ist geil. Nein, das war ja schon. Das sind irgendwo gerissen, aber das Okay. sind die Tage liebevoll genäht. Oh, eine Gedenkminute an die Tage. Sonst noch was? Von wem ist jetzt? So, schnell noch unterschreiben und dann erholen. Thank you. Unten schaut so scheiße aus. Okay, das war's mit Wandern. Shit. No, and the apple pie. And the apple pie. I show it to you. Dieses sehr blöde aufgesetzte Gehabe, das ist einfach so, ich bin so cool und es kann mir nichts anhaben und dann Du musst aufpassen. Ja, echt. Wieso? Was sagt der Macho dazu? Nein, du bist kein Macho. Du hast einen voll weichen Kern. Natürlich. Das glaubt man bei dir am Anfang, also relativ viele Leute sagen das über dir am Anfang, wenn sie dich nicht so kennen, aber wenn man die besser kennt, bist du eigentlich ganz ein lieber Kerl. Danke. Cappuccino? Ja. Zum Essen. Kaffee Latte, ne? Ja. Aber was ist da nicht. Das ist ein Cappuccino und das ist Espresso. Was tust du gern? Kaffee trinken? Kaffee trinken, ja, ich auch. Du auch? Ja. Genießen. Njam, 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 njam. Man Kostenwort. Du, danke. Ich gönne da ein Haus. Nach euren Aussagen jetzt. 1, 2, 3 haben. Und Simon, schmeckt's da? Also schmeckt's da nicht, oder was? Schaut so gut aus irgendwie. Diesen am Rand kannst du damit, glaube ich, sonst sind nicht ganz gut die Benchicks, aber der Rand ist, weiß ich nicht, 2 Wochen alt. Unser Hauptziel für heute ist Bukarest. Dazwischen wollen wir noch bei den Schlammvulkanen bei Berka vorbeischauen. Wie wir allerdings dorthin kommen, wissen wir auch noch nicht. Ach ja, und ganz wichtig, kein Wandern mehr. Boah. Wirklich? Nicht so schlimm, gell? Was da angeht,
Da, ce faceți? Hier in Busau müssen wir umsteigen, um zu den Schlammvulkanen zu kommen. Wie genau, wissen wir nicht. Wegweiser, irgendwelche Hinweise, wir finden nichts dergleichen. Glücklicherweise treffen wir André, einen Einheimischen, der als Kind immer bei den Schlammvulkanen spielte. Er kennt den Weg und will uns dorthin bringen. Super, es sollte nicht allzu weit sein. To understand better, this is an area where the volcanoes are. Yeah. Oh, André meint, wir müssten noch eine kleine Strecke mit dem Bus zurücklegen. Okay. Tja, scheinbar bringt uns der Bus auch nicht direkt zu den Vulkanen. André hat wohl vergessen, dass es von hier noch ca. 5 Kilometer zu Fuß sind. For my memories, it seems to be more closer. Okay. Und Bus fährt heute auch keiner mehr zurück. Naja, was soll's. Jetzt, wo wir schon mal hier sind. It drops very little, huh? Look, there is a car coming with 20 cows inside. Yeah, he cannot pee when. Yes, we are getting close. I can feel it. Yeah, I can smell it. There is a sign. You're totally right. 3 kilometers? 2 kilometers from there. Oh. Look, Here it is. the sign. 2 kilometers to go. Wasn't it? Yeah, that looks good. Die Schlammvulkane sind total faszinierend. Man glaubt fast, man ist auf einem anderen Planeten. Let's go between the both of them. Just because it's so soft. Ja, ja. Allerdings muss man schon aufpassen, wo man hinsteigt, sonst versinkt man schnell mal. Probably there aren't any trains going to Busan in the evening. The last one is 8:39 or something like that. Yeah. We cannot reach that one, I guess. So no Bucharest today, no? Not really. I'm afraid not. If you had a car, a good car, Yeah, we would made it. possibly yes, but Wir können es kaum glauben. Der Besitzer der Schlammvulkane ist zufällig hier. Er ist aus Bukarest und bietet uns an, uns mitzunehmen. Wir kommen also heute noch nach Bukarest. one beer. My pleasure. It would be our pleasure, and we would invite you to this. No, it's my pleasure, sir. Yes, sir. Yes, sir. Give telephone my daughter tomorrow. She's the manager of the... My daughter understands 5 person. Okay. 16 years. Ja, das ist ja super. But for 3 person, 70. Perfect. Great. After me, it's very, very good. Yeah, that's perfect. Thank you so I much. think So we are so lucky. Formula 1 is more Formula. Thank you so much. Also, nochmal von vorn. Wir starteten in Sinaia, fuhren nach Busau, dort trafen wir ihn. I remember it more closer.
Er brachte uns den ganzen Weg zu den Schlammvulkanen. Dann trafen wir ihn hier. Er nahm uns mit bis nach Bukarest. Seine Tochter ist dort Managerin im Hotel Capital Plaza. Dort bekommen wir ein Zimmer zu einem super Preis. Die Schuhe sind aber dicke. Das ist ja genauso wichtig, jetzt in das Hotel reingehen. Das ist gut, oder? Genial, bitte. Also wenn das wirklich stimmt, so wie ich das jetzt, ich weiß nicht, wie ihr das auch so verstanden habt, so dass es 70 bis 10 Mal zahlen, gell? Dann bleiben wir die zweite Nacht. Das musst du überlegen, das sind gerade mal 23 € pro Person pro Nacht. Wireless, gell? Und mit Frühstück nämlich, ne? Ja, das wäre echt billig. Nur Mini-Block kostet extra. Für 4 Sterne und der schaut dir den Kasten mal an. Und 23 € pro Person mit Frühstück. Das wäre Wahnsinn, ja. Hat der es für uns schon ausgezahlt, und wir haben keine Fahrtkosten gezahlt. Wir haben allein das hätte ja schon mehr als 100 gekostet, wenn wir die Fahrtkosten gezahlt hätten. So einen Typen brauchst du kein Geld zustecken. Da müssen wir uns irgendwas überlegen, dass wir irgendeine Praline oder was ist. Ich wollte nicht fragen, aber Können wir ihm höchstens morgen Abend anbieten, dass wir unseren Morgenabend jetzt rauchen mit ihm zusammen. So, da nicht. Glaubt man keiner. Nein, ja nicht. Also der Tag war halt wieder so strange. Ja, wir sind jetzt Schicksal. Wir sind jetzt vor 3 Stunden sind wir noch umgesessen. Ja. Für die Jungs und der Bursch, den ist das ganz normal. Ich meine, wenn wir das nicht genommen hätten, oder? Dann wären wir wirklich dumm gewesen. Den Preis hätte man nirgendwo was anderes auch nicht gefunden. So, jetzt können wir mal Haare schneiden. Den Stank sieht man nicht, gell? Na, aber den Dreck. That's it. Also wer hätte jetzt geglaubt, dass wir heute nach Bukarest kommen? Kein Mensch. Und wie fühlt es sich so an? Ja? Eine kleine Rundreise. Day by day, making the plan not to do the same again. Year by year, one more try. And if it's just the attempt to fly, it's easy to see the one thing you need. Ja, was ist da wieder für Wind? Just to stay alive. This daily routine and the cycle of life. Or is it just the attempt to fly? Der Ceausescu gesagt hat, wenn die EU-Flaggen vor seinem Palast wehen haben. Was halt interessant wäre, wenn du da oben stehst, einmal den Platz ein bisschen anschauen. Der wird sie im Kreuz, im Grab umdrehen. Und Simon, wie findest du denn das kleine Haus jetzt? Das also ist das zweitgrößte Gebäude der Welt. Um das zu bauen, musste ein großer Teil der Altstadt abgerissen werden. Ja, so bemerkenswerte zeitgenössische Architektur habe ich noch gar nicht gesehen. Zu viel gehen muss auch nicht mehr sein. Jetzt kümmern wir uns lieber um die wichtigen Dinge. Du hast dir noch was übrig gelassen, ja. Schmelzen? Du magst den? Ich hoffe nicht mehr. Teilen wir aus. Let's drink till we fall down. Let's drink, I'll see you on the ground. Let's drink till we fall down. There's nothing else to do here in this town. I try to talk to you, there's nothing right that I can say. There's nothing good that I can do, my stupid mouth gets in the way. The only thing that I can think to say is let's drink.
Eigentlich wollten wir auf unserer Reise noch bis zum Schwarzen Meer. Wir wurden überrascht, haben neue Erfahrungen gemacht, eigene Grenzen und Möglichkeiten kennengelernt und losgelassen. Wir finden, das hier ist ein würdiger Abschluss. Und außerdem, schon langsam reicht es uns mit dem Backpacking. This is for me. I'm feeling free and breathe the air. I'm everywhere and I'm on the right. I am alive. I just dance and sing. I am the king. I just live my life. And now I can see that I am me. You. I may think you're right, you're not. And you may think this is not fair, 'cause I walk on a very good way tonight. I walk on a very good way tonight. I walk on a very good way tonight. I walk on a very oh yes, I walk on a very good way tonight. I walk on a very good way